Das Ganze machen wir mit der Unreal Engine 5 und starten das Ganze hier einfach. Hier gehen wir dann auf Spiele, Games. Das Ganze wird Third Person sein und wir nennen es einfach Dungeon Masters. Projekt erstellen. Create. Alles klar, das ist gebaut soweit. Jetzt wollen wir ein paar Assets holen. Das sind so Blaupausen und Modelle, die frei zugänglich sind vom Unreal Engine Marketplace. Hier gehen wir auf Marktplatz und holen uns die Assets. Der Einstieg wird sehr einfach sein. Wir holen uns die Paragon-Charaktere von Epic Games. Die sind alle frei zugänglich. Man sieht, es sind einige an der Zahl. Hier kann man noch weiter scrollen. 42 insgesamt. Und als Blaupause, um Spielmechaniken zu testen, als Prototyp, reicht das ja. Hier holen wir uns einmal Terra. Die habe ich mir schon geholt. Und die Terra kann im Grunde ja ein Paladin oder ein Tank oder ein Krieger sein, um bestimmte Fähigkeiten im Ingame zu haben, mit denen der Player Char spielen kann. Das Ganze fügen wir dem Projekt hinzu. Ich hole mir mal unseren Dungeon Master und einfach dem Projekt hinzufügen. Wenn das fertig ist, gucken wir uns noch den Free Section und Epic Games Content an und suchen uns ein paar Gegner-Mobs. Und nehmen uns diesen Infinity Blade Adversaries. Bei mir war er auf Seite 8, vielleicht ist es bei euch woanders. Ihr könnt auch direkt seinen Namen hier oben rechts einfach eintippen. Dann kriegt ihr den auch raus. Und hier ist so ein frei zugängliches Pack für so ein paar Gegner-Charaktere, so ein paar NPCs. Das Ganze füge ich auch dem Projekt hinzu. Dungeon Masters, dem Projekt hinzufügen. Jetzt braucht man noch ein Level, um Spielmechaniken zu testen, während der Entwicklung von diesem Dungeon Crawler. Da gehen wir oben einfach auf Free und dann Permanently Free Collection. Die sind immer frei. Und suchen uns ein Level. Ich hole mir diesen Medieval Dungeon. Der ist im Grunde ausreichend für die Entwicklung rund um Spielmechaniken, um Sachen zu testen. Und ist schon mal ein Dungeon, wo man die Player spawnen kann, die Gegner NPCs spawnen kann und die Mechaniken testen kann. Das Ganze füge ich auch dem Projekt hinzu. Wenn ihr eure Projekte nicht seht, hier oben einfach auf alle Projekte anzeigen. Und der Level müsste auch mit der neuen Version hier funktionieren. Dann nutzen wir hier einfach unter den Pfeil und holen uns die neueste Version von diesem Dungeon und fügen das dem Projekt hinzu. Heißt 4.26 fügen wir dem Projekt 5.0 hinzu. Das müsste passen. Ist hier in dem Fall ein Level und wir werden uns anschauen, wie wir diese Umgebung bauen. Von daher sehe ich da kein Problem. Hier gibt es halt viele Designelemente, um so Level zu gestalten und zu bauen, und das müsste für das Tutorial hier für den Kurs reichen, um halt die ersten Spielmechaniken kennenzulernen. Jetzt haben wir ziemlich viele Assets, die wir haben. Jetzt haben wir ziemlich viele Assets, die wir haben, und die können wir uns im Content Browser mal anschauen. Steuerung Leertaste, um den hochzuholen. Ich habe den hier oben einfach in so einem Tab verschoben. Und hier wurden die Assets zum Projekt hinzugefügt. Wir haben hier einmal die Paragon Terra als Spielercharakter, das Level Medieval Dungeon als Ordner hier und Infinity Blade Adversaries, um uns da Gegner rauszusuchen, die wir dann im Spiel nutzen.
Ja, während der Programmierung, wenn wir die Sachen auch kompilieren müssen, damit die Unreal Engine damit arbeiten kann, da kommen wir auch noch zu. Jetzt gehen wir hin im Content Browser und machen uns einen neuen Ordner namens _main. Der ist dann immer hier oben bei uns. So sieht man auch direkt, dass wir den Ordner hier hinzugefügt haben und wir hier den ganzen Content dann hin platzieren, den wir nutzen. Jetzt machen wir hier im Main Folder eine neue Blueprint Class, Game Mode Base, also Blueprint Class und die Game Mode Base holen wir uns. GM_Dungeon Master. Dann mache ich mir den nächsten Blueprint Class vom Typ Charakter. Das wird die Player Basisklasse sein. Die nennen wir einfach BP für Blueprint. BP Player Base. Von der erben dann die Player und die Mobs und Monster als Kindklassen oder so eine Klasse wie so ein Paladin oder so ein Mage oder ein anderer Charakter. Der wird einfach hier erben. Ne? Rechtsklick, Create Shield Blueprint Class und dann haben wir die Vererbung dann. Und in der Elternklasse sind dann halt die allgemein gefassten Inhalte. Jetzt braucht man noch einen Player Controller. Rechtsklick, Blueprint Class, Player Controller. PC_Player Controller. Ich habe ihn aber umbenannt. PC Dungeon Player Controller einfach. Die anderen Blueprint-Klassen brauchen wir aktuell nicht. Und werden jetzt weitermachen mit einem neuen Ordner für unseren Paladin. Neu, Folder, Paladin. Jetzt holen wir uns Paragon Terra. Jetzt öffnen wir das Ganze hier und gehen dann halt runter unter Characters, Maps und hier die Terra. Das lassen wir einfach kompilieren und das dauert ein Weilchen. Sobald das Level geladen hat und kompiliert hat, könnt ihr es hier oben dann öffnen, Terra. Und wir sehen hier 3 mögliche Paladine für unser Level und Spiel. Einen davon werden wir uns aussuchen und nehmen. Der hier sieht ganz hübsch aus. Und wir können mit dem goldenen hier weitermachen. Da sieht man auch ein Gesicht hinter. Ihr könnt euch natürlich irgendeinen aussuchen. Es wird mit allen 3 funktionieren, was wir hier machen. Solltet ihr das Level hier nicht finden, das ist unter Paragon Terra. Da könnt ihr auch den Filter nutzen. Hier ein schöner Filter. Dann kann man in einem Ordner alle Unterordner einmal filtern und sucht euch einfach Level aus. Das geht natürlich auch für Skeleton Mesh oder andere Sachen, die man im Laufe der Zeit einfach braucht und schnell finden will. Einmal Level ausgewählt, dann sieht man hier schon, dass die Level gefiltert sind. Wenn man das Ganze öffnet, dann hat er es hier oben links bei mir geöffnet. Ich klicke drauf und bin entsprechend in diesem Vorschau-Level für die jeweiligen Assets. Gehen wir zurück zum Main-Ordner. Hier packe ich den Filter wieder raus, damit ich alles sehen kann. Einfach draufklicken oder den Filter selbst einfach deselektieren und holen uns dann einfach unsere
Player Base als Oberklasse, Rechtsklick drauf, Kind-Element erstellen, Create Child Blueprint Class. Und den können wir dann nennen Player Paladin. Das Ganze darf dann in den Paladin-Ordner geschoben werden. Move hier. Speichern alles hier einmal, öffnet das Ganze. Schiebe diesen hier oben rein. Das ist jetzt die Spieler-Charakterklasse. Und wenn wir hier links auf Mesh gehen, da ist aktuell noch gar nichts ausgewählt. Hier Skeletal Mesh, hier unten rechts ist None. Jetzt holen wir uns einfach die Terra, oben links in dem Level. Wie gesagt, es ist egal, welche ihr holt. Ich mache einfach mit der hier weiter. Mal hier draufklicken. Dann gibt es hier rechts ein Details Panel. Und hier dann unten Skeletal Mesh. Den brauchen wir. Da einfach auf diesen Ordner mit Suchsymbol. Dann hat er den hier ausgewählt im Content Browser. Einmal ausgewählt können wir dann zum Player Paladin Klasse wieder gehen und dort entsprechend unter Mesh hier auf diesen Pfeil nach links gehen. Dann holt er sich das Mesh entsprechend von dem Level. Ihr könnt die Materialien hier unten auch wechseln, wenn ihr den Look etwas ändern wollt. So haben wir uns den Mesh einmal hergezogen, den wir hier haben. Hier wollen wir jetzt das Mesh einmal drehen. Einfach auf E drücken. Einfach auf E drücken und dann entsprechend hier 90 Grad drehen, damit dieser Spielercharakter in Richtung dieses Pfeils ausgerichtet ist, denn da wird entsprechend auch die Mechanik sein, in welche Richtung der läuft. Um ihn richtig auszurichten, dann ist der Paladin noch ein bisschen zu hoch in der Collision Box. Sollte er ein bisschen tiefer sein. Hier Perspective, rechte Seite mal anschauen und dann kann man das Ganze runterschieben, B drücken und dann entsprechend anpassen. Ungefähr so. Dieses Snapping hier oben kann man auch ausmachen. Wenn es bei euch nicht ganz genau ist, dann ist das ein bisschen geschmeidiger und man kann das genau ausrichten. Hier unten. Einmal kompilieren, speichern. In der Perspektive sehen wir, dass unser Mesh an der richtigen Position ist. So ein Charakter lässt sich mit den Tasten W für Richtungspfeile, E für Rotation und R für Skalierung einfach richtig anpassen, dass der auch passt in der Szene und das Mesh entsprechend auch richtig ausgerichtet ist. Also B, E und R. Das sind die Shortcuts. Für hier oben geht es auch mit Klicken. Das nächste, was wir uns anschauen, ist Charaktersteuerung, Charakterbewegung. Kompilieren, speichern, dass wir entsprechend den auch bewegen dürfen. Hierzu werden wir uns ein neues eigenes Level erstellen. Einfach so ein Testlevel, wo wir ab und zu mal kurz was ausprobieren an Spielemechanik. Dazu gehen wir in den Content Browser, gehen in unser Main Folder, können hier ein Level erstellen, Rechtsklick, Level, Testlevel. Den ganzen können wir uns einmal öffnen. Da brauche ich noch das Flurstück.
Ich lösche den mal kurz. Oben links auf File. Einmal auf dieses Terramap. File. New Level. Und hier wollte ich eine Basic haben. Hier. Noch Open World einfach machen, aber Basic ist besser, weil da sind möglichst wenig Sachen geladen und man kann dort Sachen ausprobieren. Da geht es halt um grundlegende Spielmechaniken, die dann ziemlich schnell einfach mal ausprobiert sind. Great. Das speichern wir uns kurz. Save All. Das Level speichere ich mir unter Save Current Level S in meinem Main Folder und nenne das hier einfach Testlevel. In diesem Testlevel brauchen wir hier unter World Settings rechts einmal unseren Game Mode, den wir hinzugefügt haben. Ich suche mir kurz mal raus im Content Browser, Main. Da ist der GM Dungeon Master, einmal ausgewählt, wieder zum Testlevel und über dieses File-Symbol einfach geholt. Einmal gespeichert hier. Dann verschiebe ich mir das Testlevel, dass das hier sortiert ist im Main Folder. Rechtsklick, neuer Ordner, New Folder, Maps und schiebe einfach alles, was mit Testlevel zu tun hat, einfach dahin. Move here. Danach wollen wir uns im Main-Ordner unseren Game Mode schnappen und den mal einmal öffnen. Game Mode Dungeon Master. Hier im Game Mode werden wir unsere Klassen dann zuweisen. Keine Sorge, wenn ihr nicht diese Ansicht habt, dann habt ihr wahrscheinlich die Open Blueprint Editor Ansicht. Dann öffne ich die auch mal. Falls ihr also so etwas seht. Oder mit dem Viewport. Hier auf der rechten Seite ist das auch zu finden. Das gleiche. Und die Player Controller Class, da wollen wir unsere Klasse nutzen. PC Dungeon Player Controller. Bei der Default Home Class, da holen wir uns den Player Base. BP Player Base. Den haben wir hier als Elternelement aktuell für unseren Paladin definiert. Kompilieren und speichern. Jetzt gehen wir wieder hin zu unserem Testlevel. Da können wir uns den Selected Game Mode einmal anschauen. Und hier wollen wir nicht das Elternelement haben, sondern einmal das Kindelement. Das ist jetzt nicht der BB Player Base für das Level, sondern unser Paladin. Den haben wir einfach genannt Player Paladin. Und den holen wir uns hier für das Level. Player Paladin. Der Grund hierfür ist, wenn wir verschiedene Charakterklassen haben, dann können wir hier im Grunde einfach eine andere Charakterklasse spawnen als Kindelement. Und dafür ist die Vererbung ganz gut. Weil der Player Paladin, der erbt ja auch von dem entsprechenden BP Player Base. Und so wird es auch mit dem Mage sein oder mit dem anderen Char, den wir noch erstellen können. Das müsste zum Testen reichen hier. Ich kompiliere und speichere alles. Später haben wir dann ein Auswahlbildschirm für die verschiedenen Charakterklassen, um das hier nicht manuell machen zu müssen, hier bei Default Pawn Class. Hier in unserem Testlevel, um Sachen auszuprobieren, da können wir das hardcoded im Grunde dann auswählen, wenn wir mal einen anderen Charakter hier einfach ausprobieren wollen. Und in dem richtigen Spiel wird das dann per GUI und per Auswahlmenüverfahren gehen.
Für dieses Testlevel reicht das aber, wenn wir das hier einfach auswählen können. In dem Fall der Player Paladin. Oder später mal Mage probieren, um hier einfach schnell voranzukommen. Also im Game Mode, da wollen wir Player Base haben. Kompilieren und speichern. Hat ihn irgendwie gewechselt. Und im Testlevel, da wollen wir den Paladin haben. Um zunächst diesen Paladin zu entwickeln. Ja, der scheint mir wieder hier einfach switchen zu wollen. Wir uns da irgendwas Schönes überlegen, dass das wieder funktioniert. So wie angedacht. Ah, okay, jetzt hat er den nicht ausgewählt. Mal den Base. Kompilieren, speichern. Player Base. Gut, dann sind die verknüpft. Wir werden uns da was überlegen, wie wir das wechseln können. Dann gehen wir einfach weiter. Zu Beginn arbeiten wir mit dem Paladin als Skin-Klasse. Das war es fürs erste Video mit dem Mesh-Import und dem ersten Testlevel. Und im nächsten Video werden wir uns dann entsprechend anschauen, wie wir das Movement gestalten, das heißt den Charakter bewegen lassen. Danke fürs Zuschauen, wir sehen uns im nächsten Video.